Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine dauert schon über 3 Jahre an. Russland ist fast überall auf dem Vormarsch und die Todeszahlen steigen. Hier kam in der Vergangenheit viel Beschuss rein und ist anscheinend auch immer noch fast täglich in irgendeiner Form. Wir fahren jetzt schnell wieder aus der Gefahrenzone raus. Wir sind wieder in der Ukraine unterwegs und wollen schauen, wie die Menschen dort gerade klarkommen. Wie behalten sie ihre Hoffnung und wie leisten sie Widerstand? Als erstes steuern wir Butscha an, eine Stadt ca. 25 Kilometer nordwestlich von Kiew. Nachdem Russland am 24. Februar 2022 die Ukraine angreift, erreichen nur 3 Tage später russische Truppen den Kiewer Vorort. Und er wird zu einem Schauplatz unfassbarer Gewalt. Rund 500 Menschen werden ermordet. Es wird von zahlreichen Folterungen und Vergewaltigungen berichtet. Heute wirkt es hier sehr ruhig. Die Spuren der Besatzung sind aber noch deutlich zu erkennen. Wir treffen hier auf eine besondere Militäreinheit. Die Witches of Butscha, eine weibliche Luftverteidigungseinheit in der Ukraine. Fast jede Nacht wird die Ukraine von russischen Drohnen angegriffen. Überall im Land ist man auf Freiwillige angewiesen, die helfen, den Himmel von den Flugkörpern zu befreien. Heute geht es für die Einheit aber auf den Übungsplatz. Hat sich herausgestellt, wir sind auf einem schönen Pressetermin gelandet. Wir sind, glaube ich, mindestens 5 Teams von Journalisten. Und jetzt wird wieder ohne Ankündigung geschossen und ich habe keine Chance. So läuft das manchmal auch. Das ist natürlich nicht die Berichterstattung, die wir eigentlich machen wollen. Tagsüber arbeiten die meisten Witches in normalen Berufen. Nachts verteidigen sie den Himmel über Kiew. Проживаю я недалеко від Бучі. Пережила трохи окупацію, ми були з дітьми і з сім'єю в окупації, бачила ці всі страхи і жахіття. Ми виїхали, але ж потім відразу мої діти приєдналися до волонтерського руху. Зараз вони у мене дронщики, роблять дрони. Кажуть, що діти роблять дрони на фронт, а мама збиває ті, що прилітають. Що жахіття ці всі, я хочу захистити сім'ю і не бути жертвою, як були в перші дні війни. То знаєш, як було? Ожидання смерті хуже самої смерті. Ну, нормально. Мы уже привыкли. Nach unserem Termin geht es zurück nach Kiew. Immer an unserer Seite Fixerin Olli. Sie verschafft uns Zugänge und übersetzt für uns. Unterwegs beobachten wir eine Verkäuferin, die routiniert den Generator anschmeißt. Dass der Strom abgestellt wird, ist auch hier in der Hauptstadt Alltag. Aber auch so ist der Krieg für die Verkäuferin allgegenwärtig. Дуже боляче. Я думаю, що це кожному українцю боляче, тому що гинуть безневинно наші хлопці, сила хлопців. Кожного дня в нас вдома, кожного дня ховають. Ні за що. Не можуть, важко говорити. І це болюча тема для кожного українця, і ми не знаємо, коли це закінчиться жахіття і що нас чекає далі. Просто. Sie ist direkt super emotional geworden und weint und ihre Kollegin auch. Und sie hat gerade auch gesagt, von ihrer Kollegin ist sogar der Sohn im Krieg gefallen. Auch wenn es nach Normalität draußen wirkt, das ist es nicht. Das ist nur eine Fassade. Das verdeutlicht uns auch das Flaggenmeer am Maidan. Jede Flagge steht für einen gefallenen Soldaten. Offiziell nennt keine Seite genaue Verlustzahlen. Laut Recherchen der US-Zeitung Wall Street Journal liegt die Zahl von Toten und Verwundeten zusammengenommen jedoch bei über 1 Million. Якщо все-таки я буду мобілізований, якщо я не знаю, що буде далі, ніхто не хоче. Мені здається, будь-яка здорова людина не хоче вбивати, чесно. Mehr als 6,8 Millionen Ukrainer haben das Land verlassen. Und fast 4 Millionen mussten innerhalb der Ukraine umsiedeln. Aber im Osten der Ukraine verweigern einige die Evakuierung. Sie trotzen dem Krieg und versuchen unter Raketenbeschuss so etwas wie einen Alltag zu leben. Mit ihnen wollen wir sprechen. Die Dörfer, durch die wir fahren, werden immer wieder beschossen.
Überall sehen wir Spuren davon. Ja, hinter mir ist hier eine zerstörte Schule mit dem Spielplatz noch davor und hier liegen die Raketenteile vom Beschuss direkt noch davor. Mittlerweile sind wir nur noch 14 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Wir entdecken eine kleine Menschengruppe an einer Bushaltestelle und stoppen kurz. What are you waiting all here for? Ось обіди нам привезли гарячі. Можете там ще познімати. Нас кормлять хорошо. Газу немає, готую на плиті. Why do you stay in the village? Та я вам як скажу, я була в евакуації, я там кожен день ридала, я хочу додому. Хоча я бачила, що в мене не було ні даху, ні вікон, де все було. Ну, я теж жила в селі, там було все, і вода, і все було. Але я там ридала кожного дня. Тут я спокійна. Так, стріляють, да. І я розумію, що я все переживу з моєю землею. How do you cope with all of this stress and this danger? І я вам скажу, коли в 22-му році я тут сиділа перед артобстрілами, да? Спина в диван, ноги, п'яточки в пол, а себе обнявши так. Якщо там десь хтось прийде, з мене сміялись, я кажу, скажіть мені, пішов ти на, і візьму кочергу і кажу пару там геніталій побришу. Are there still also families or young people in the village? Молодих немає. Молоді, хто на фронті, хто виїхав, молодих немає. У нас оце такі люди всі. 55 плюс. Діток немає. How do you keep your hope here, like your strength for the future? Ну, я думаю, що хтось вернеться. Дай Бог, щоб все це закінчилось. А воно закінчиться колись, бо проходить все і це пройде. Ну, я думаю, що все буде добре. Маємо надію. Ein Schuss. Niemand zuckt. Wir laufen hier mit unseren Westen rein und hier hat niemand natürlich Schutzkleidung. Die sind hier jeden Tag. Das fühlt sich unfair an und es fühlt sich auch merkwürdig an, hier so neben allen zu stehen, die hier jeden Tag leben und diese Chance gar nicht haben. Wir fragen nach, wie weit wir noch in Richtung Grenze fahren können. Не далі Цупівки. Оце Цупівка, це крайній. Далі не їдьте. Дрони, FPV. Ну, там небезпечно, там постійно, особливо якщо машина їде, тобто там росіянам все рівно, військовим, автомобіль не військовий, тобто таких випадків от ближче до Казачі прямо дуже багато. Вони б'ють цивільних прямо. Дякую. Ja, wir steigen jetzt mal ins Auto und fahren und dann gucken wir. Heute ist das Wetter ganz dankbar, weil es regnet und bewölkt ist. Das heißt, es gibt nicht viel Aufklärung. Das heißt, es fliegt wahrscheinlich auch weniger an Drohnen oder an Artilleriegeschossen durch die Gegend. Wir fahren jetzt nach Zupivka rein. Hier immer noch anscheinend 100 Menschen, die hier leben. Das ist sicher nicht so einfach hier. Wir sehen allerdings keinen einzigen Einwohner. Es herrscht Geisterdorf-Atmosphäre. Die einzigen Lebewesen? Hunde. Hey, komm mal her. Die bellen ein bisschen, die wollen dann immer gucken und dann haben sie ein bisschen Angst, wenn man eigentlich lieb zu ihnen sein will. Ich habe selber einen Hund zu Hause, ich habe auch Leckerli mitgebracht und die wollen die alle nicht. Die suchen sich ihr Essen selbst oder kriegen halt das normale Essen, was hier alle kriegen. Die wollen irgendwie deutsche Hundeleckerlis überhaupt nicht, finden die total absurd. Wir fahren jetzt schnell wieder aus der Gefahrenzone raus. Das ist immer ganz witzig, mit eigentlich viel zu hoher Geschwindigkeit durch Schleichlöcherstraßen zu fahren. Aber umso schneller man ist, umso besser kommt man noch über die drüber. Wir fahren nur wenige Kilometer ins Landesinnere nach Charkiw, die zweitgrößte Stadt der Ukraine. Sie liegt nur 30 Kilometer von der Front entfernt und wird täglich angegriffen. Es gibt viele Verletzte. Die Warnsirenen heulen hier im Stundentakt. Trotzdem gibt es hier noch ein Nachtleben, das wir uns anschauen wollen. Zuerst schauen wir bei einem Kabarett mit dem Namen Flashdancers vorbei. Es ist kein richtiger Clip gehabt, es ist mehr, glaube ich, eine burlesque Moulin Rouge-Show so ein bisschen. Und wir haben die Erlaubnis bekommen, heute Abend bei denen mit dabei zu sein und zu gucken, was passiert eigentlich bei ihnen in Kriegszeiten. Wir treffen uns mit Valeria. Sie promoviert gerade in Jura und leitet nebenher die Tanzbar. Die Tanzbar übernimmt Valeria von ihrer Mutter noch bevor der Krieg losgeht. Dann kommt Charkiw unter Beschuss. Valeria und ihre Mutter schließen sich der Massenauswanderung an, als Charkiw von Russland eingenommen wird. Aber sie kommen zurück, als die Russen wieder vertrieben werden. Sie wollen die Stadt lebendig halten, auch wenn der Tod allgegenwärtig ist.
Поэтому сравнивать по посетителям, ну, конечно, военных много. Очень много раненых, очень много убитых. А у ребят, которые воюют, это действительно может быть вот сейчас последний момент, когда они могут расслабиться, получить удовольствие. Kurze Randnotiz: Valeria und ihre Tänzerinnen sagen, dass sie hier keine Sexarbeit anbieten, auch wenn die in Fronnenstetten aktuell boomt. Für sie ist ihre Bar auch ein Zeichen des Widerstands. Мы не можем просто так отдать то, что забирают у нас. Мы свободная страна, мы свободные люди, мы хотим работать. Ну вот в Харькове, в Харьковской области, это действительно может быть последний день. Ну и что? Это наша страна, и я имею право здесь жить точно так же, как и все украинцы. Это наше право, данное нам с рождения. Wir verabschieden uns von Valeria, denn wir wollen weiter zu einem besonderen Club im Luftschutzbunker. Die Shelter ist einfach mal Mainstage. Und wir haben die Wände und die Decke so dick gebaut, dass man hier quasi dann Schutz suchen kann, falls hier Luftalarm kommt und während man feiert. Wir treffen Anton, einen der Besitzer. Wie geht er mit der Gefahr um? When you come into Kharkiv, you can die every minute. And the club, at the supermarket, at the street, you take part of the rule of this game. Nobody knows when the war stops, but we must build the future now. Jetzt sind wir raus aus dem Club, zurück in der Kälte und der Realität. Es war eine schöne Erfahrung da drin. Also sehr viele Menschen, die einfach Spaß hatten, losgelassen haben. Ich glaube, das ist das, was hier viele brauchen. Einfach mal Raum, um sicher abschalten zu können. Und ich glaube, das finden hier viele genau in dieser Szene. Das ist schon beeindruckend, wie man das mit dieser Kraft weiterführen kann, obwohl drumherum dieses Chaos tobt. Dem Chaos begegnen wir noch ganz schön oft. Wir sind in Schützengräben unterwegs, begleiten Evakuierung und dürfen bei einem Häuserkampftraining mit dabei sein. Dazu gibt es noch weitere Filme, also schaut gern rein und abonniert unseren Kanal. Wir haben auf dieser Reise überall große Trauer wahrgenommen, aber auch unerschütterlichen Kampfgeist. Wir sind unterschiedlichen Formen von Widerstand begegnet und haben den starken Willen gespürt, am Ende doch noch als Sieger aus dem Konflikt hervorzugehen.